1v1 würde ich sagen, ist halt nur dann wirklich spaßig oder sag ich mal, also das Hauptproblem ist halt, du klickst, also ich meine, hier jetzt zum Beispiel, du kannst so eine Hand hinterm Kopf haben gefühlt. Ich meine, gut, man könnte theoretisch zeitgleich H10, aber das ist auch wieder ultra stressig. Und ob man da so viel schneller ist, ist auch die Frage mit Tabs switchen und hin und her und pipapo. Und immer neues Monster anklicken mit 2 Chars dann immer. Ob das so viel schneller ist, ist auch fraglich. Ab einem gewissen Killspeed wahrscheinlich eher nicht. Und ja, du klickst halt ein Monster an und hast du, sag ich mal, mindestens eine Sekunde, außer du, wie gesagt, one-shottest halt, dann nicht. Aber ansonsten hast du eigentlich immer mindestens eine Sekunde, wo du dann einfach nichts tust. Außer deinem Char beim Kämpfen zuzugucken. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so. Also in meinem Low-Level, okay, da ist was anderes. Ich meine, da geht es ja eigentlich auch gar nicht anders mit den meisten Klassen. Entweder weil sie gar kein AOE-Skill haben oder weil es unverhältnismäßig schwierig ist, ohne Equipment oder halt ohne die richtigen Voraussetzungen im Low-Level zu AOEen. Da ist natürlich was anderes. Aber es geht ja mehr um dieses Permanente. Immer. Dass du nichts anderes machst quasi, außer das. Für hunderte, tausende Stunden. Zugegebenermaßen kann man natürlich auch sagen, Hit-and-Run Elementor, zumindest so viel wie ich es jetzt gespielt habe über die vergangenen Jahre, ist auch irgendwann nicht mehr so abwechslungsreich. Aber zumindest ist es nie wirklich langweilig, weil sobald du, also zum Beispiel so eine Hand von der Tastatur wegnehmen, das könnte ich gar nicht als AOE-Elementor, weil dann würde ich sterben. So kann ich gar nicht spielen, dann kann ich keine Skills mehr einsetzen. Also es ist zumindest ein Stück weit, ich meine, langweilig, ja, eintönig ist das bessere Wort, langweilig ist subjektiv. Aber, keine Ahnung, ich finde da, oh, Cheeren, achso, Party of Shan hätte ich mal machen können, wenn ich schon kurz mit dem Blade unterwegs bin. Ja, ich meine, hat jeder seine eigenen Präferenzen, seine eigene Sicht auf die Dinge. Aber für mich ist es langfristig nichts mit dem AOE, mit dem 1v1. Wobei ich ja auf FEC eigentlich schon tendiere, kein Elementor zu machen. Also Tendenz ist ja eher 2 Charakter und bei 2 Charaktern würde ich auf jeden Fall kein Elementor spielen. Also da würde ich es dann tatsächlich mal für eine längere Zeit machen. Wobei im Verhältnis 5 Monate FEC mal 1v1 spielen ist im Verhältnis tatsächlich doch immer noch recht wenig. Weil ich jetzt seit September 2022 spiele ich eigentlich fast nur noch Elementor. Und ich meine, das sind legit über 2 Jahre. Dagegen sind 5 Monate überwiegend 1v1 tatsächlich verhältnismäßig wenig. Wenn man es so sieht. Also selbst wenn ich 5 Monate jeden Tag nur 1v1 spielen würde, dann wäre das, ja, nur ein Bruchteil meiner Flive Universe Experience sozusagen. Aber ja, mal schauen. Vielleicht verliere ich auch den Verstand währenddessen. Vielleicht quitte ich einfach, wenn man das 1v1-Gameplay so zum Hals raushängt irgendwann. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Aber für mich 1v1 versus AOE. Also wobei man auch wieder differenzieren muss, weil Face Tank mag ich ja persönlich auch nicht. Also Face Tank AOE ist ja auch nicht meins. Also ich rede jetzt tatsächlich eigentlich wirklich nur von Hit-and-Run Elementor und vielleicht Hit-and-Run Ranger. Oder wenn überhaupt Face Tank AOE, dann definitiv Ranger. Einzige, den ich mir noch einreden lassen kann. Alles andere, ja, und vielleicht Knight. Knight und Ranger, das sind die einzigen, aber alle anderen Trash. Aber da müssten sie halt auch mal was machen. AOE im High-Level im Endgame ist so unbalanced. Manche Klassen übelst den Vorteil und manche Klassen übelst den Nachteil. Und da geht es nicht mal um den Damage, den sie machen. Da geht es einfach nur um die Skills, die sie haben. Das Skillset, Bewegungsskills und so. Das ist so unausgeglichen, das ist crazy. Da müssten sie echt nochmal ran. Manche Klassen kommen gar nicht in Frage, dass man sie AOE spielt im High-Level im Endgame. Und andere wiederum muss man AOE spielen. Das sollte so nicht sein. Es sollte eigentlich immer so sein, dass man selbst die Wahl trifft, entweder AOE oder 1v1. Je nachdem, was man lieber will. Und nicht, dass das Spiel sagt,
lohnt sich nicht. Oder, ich meine, das Spiel sagt das selber natürlich nicht, aber man weiß es einfach. Bei manchen Klassen lohnt sich mehr und bei manchen Klassen lohnt sich weniger. Das ist einfach so.